Dimension dieser Tat ist irgendwie unvorstellbar. Für Schostakowitsch war es so eine Gräueltat und Antisemitismus an sich war für ihn also absolut unakzeptabel. Schostakowitsch ist immer emotionell. Das ist auch sozusagen die Nachfolger von seinen Göttern, das waren Beethoven und Mahler. Ich hatte das Glück in meinem Leben, vielen sehr wichtigen, außerordentlichen Menschen zu begegnen. Aber ich glaube, ich bin einem Genie begegnet, und das war Schostakowitsch. Wo immer Schostakowitsch erschien, kränklich, schwach, schlecht gekleidet, es wurde absolute Totenstille. Und auch bei Menschen, die überhaupt nicht wussten, wer Schostakowitsch ist. Ein Wunder, das ist wirklich, wenn mir das jemand erzählen würde, ich würde das nicht glauben. Aus Anlass dieses Jahrestages ist vielleicht Musik die stärkste Kunst, die dazu was bewegen kann oder Stellung nehmen kann. Das war die ganze Geschichte mit Babi Yama, die Situation mit dem Gedicht, was Jewtuschenko geschrieben hat. In dem Vorwort, in der letzten Partitur, die mir die Witwe geschickt hat, die Irine, steht sogar ganz klar, dass er nicht wusste, wie es weitergeht. Und im Zuge dieser Spannung und Auseinandersetzung hat er noch 4 Gedichte von Jewtuschenko genommen und die alle ein unterschiedliches Thema haben, aber eins gemeinsam haben, die kritische Haltung zu diesem Regime. Ich denke, weil ich das noch als Student miterlebt habe, obwohl ich schon in Ostberlin war, die ganze Geschichte ist eigentlich entstanden mehr aus dem
aus dem aktuellen Konflikt. Für Schostakowitsch und Jewtuschenko war nicht die Frage, da ein Bild herzustellen, sondern die Aufgabe war, sich zu empören. Meine letzte 13. war in Moskau und der Solist war Sergei Lefakus. Und das Interessante daran war, Sergei hat als Student, als Verdienstgründen im Chor, in der Chorverstärkung. Er war bei der Premiere dabei, hat mir viel erzählt. Und die wussten bis zum späten Nachmittag, 16 Uhr, die wussten noch nicht, wird es abends stattfinden oder nicht. Und wie mir Lefakus erzählt hat, Chruschtschow hat entschieden, 2 Alibi-Aufführungen zu gestatten, damit es keinen internationalen Skandal gibt. Danach war das Stück wieder blockiert. Aber jetzt ist es schon eigentlich anerkannt als ein großes Kunstwerk. Es ist offensichtlich, wie nach dieser ganzen Symphonie, nach diesen ganzen Reflexionen auf die Realität, in der Schostakowitsch gelebt hat, er geht am Schluss in sich, in die Kammermusik, aber nicht nur äußerlich, sondern in die Intimität, in seine, man könnte auch sagen, Emigration. Es ist ein wunderbares Orchester. Das ist jetzt ein Weltklassenorchester. Natürlich auf dem höchsten instrumentalen Niveau. Aber was dazu wichtig ist, der Geist des Orchesters ist wunderbar.